Folge 1 war nur der Anfang. Mikrochips, die in unser Gehirn implantiert werden, Mahlzeiten aus dem 3D-Drucker und eine nukleare Warnung, die plötzlich zur bitteren Realität wird. Science Fiction. Die Technologiegiganten arbeiten genau daran. Heute stelle ich Ihnen 6 Visionen vor, die gerade Wirklichkeit werden. Schauen Sie bis zum Ende. Die letzte Vorhersage wird alles verändern. Willkommen bei Die Zeitlinie und bei Teil 2 der Simpsons-Prognosen für 2026. Hologramme im Alltag. Wir nutzen unsere Telefone für alles, von Anrufen über Videos bis hin zu Nachrichten. Aber wie wäre es, wenn der Bildschirm verschwinden würde und die Person, mit der man spricht, direkt vor einem auftauchen würde, als wäre sie wirklich da? Das ist die Art von Zukunft, die sich die Simpsons einst vorgestellt haben. In der Folge Bart to the Future erhält Bart eine Nachricht in einem Stil, der in dieser Welt als völlig normal gilt. Es ist keine SMS oder ein Video. Es ist ein Hologramm, das Barts Band einlädt, in einem Club zu spielen. Es ist ein kurzes und alltägliches Ereignis, aber die Idee dahinter zeigt, wie weit die Serie vorausgedacht hat. Als die Folge ausgestrahlt wurde, waren Hologramme meist etwas, das man nur aus Science Fiction kannte. Man fand sie in Filmen und Spielen, aber sie wurden im wirklichen Leben nie genutzt. Heutzutage entwickeln sich Hologramme immer noch weiter, werden aber bereits an verschiedenen Orten getestet. Sogar in der Musikindustrie kehren verstorbene Legenden bereits als realistische Hologramme auf die Bühne zurück. Dazu könnten Bereiche wie Unterhaltung, Geschäftstreffen und sogar eine neue Art der Kommunikation gehören. Das heißt, anstatt jemandes Stimme aus einem kleinen Bildschirm zu hören, werden wir mit seinem 3D-Bild sprechen. Könnte das, was Bart in einem Cartoon benutzt hat, zu etwas werden, das wir alle im wirklichen Leben nutzen? Wenn man sich den Verlauf ansieht, scheint dies möglich zu sein. 3D-gedrucktes Essen. Im Jahr 2005 wurde in einer Folge der Simpsons etwas gezeigt, an das die meisten Menschen nicht einmal gedacht hatten. Eine Torte aus dem 3D-Drucker. Damals wirkte diese Idee eher wie eine verrückte Cartoonszene, als wie eine mögliche Zukunft. Aber heute hinterlässt diese Szene einen anderen Eindruck. Die Simpsons könnten einmal mehr vorhergesehen haben, wohin die Reise geht. Derzeit wird 3D-gedrucktes Essen langsam Realität. Wissenschaftler arbeiten an Wegen, um mit Lebensmitteltinte Nahrung zu erzeugen. Das Ziel ist es, Mahlzeiten zuzubereiten, die sowohl nahrhaft als auch lecker sind. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in Ihre Küche und drucken ein Gericht aus, das genau Ihren Gesundheitszielen entspricht. Wenig Zucker, viel Protein, mehr Vitamine. Dies könnte für Krankenhäuser oder Menschen mit speziellen Ernährungsbedürfnissen sehr nützlich sein. Aber es gibt ein großes Problem. Die Ausrüstung ist teuer. Dennoch glauben viele, dass die Kosten sinken werden, wenn sich die Technologie weiterentwickelt. Wird diese Lebensmitteltechnologie in unseren Alltag Einzug halten? Oder ist es noch zu früh, das Abendessen aus dem Drucker zu holen, anstatt es zu kochen? Smart Homes. Ihr habt vielleicht noch kein Roboterdienstmädchen, aber intelligente Häuser sind bereits ein fester Bestandteil im Leben von Millionen Menschen. Die Simpsons machten sich bereits vor Jahren über diese Situation lustig. In der Folge Treehouse of Horror kauft die Familie ein brandneues Smart Home. Ein KI-System steuert den gesamten Betrieb des Hauses. Es kocht ihre Lieblingsgerichte, hält das Haus blitzsauber und kümmert sich um jedes ihrer Bedürfnisse. Die Stimme der KI gehört Pierce Brosnan. Natürlich wird die Sache seltsam, als die KI sich in Marge verliebt und beschließt, Homer aus dem Weg zu räumen. Auch wenn es ein wenig übertrieben klingt, ist die Technologie, die damals gezeigt wurde, im Vergleich zu heute gar nicht so weit entfernt.
Heutzutage sind es nicht mehr nur die Superreichen, die intelligente Funktionen in ihrem Zuhause wollen. Es wird erwartet, dass bis 2026 mehr als 573 Millionen Haushalte Smart Home Technologie nutzen werden. Immer mehr Menschen integrieren diese Systeme aus Sicherheits-, Komfort- oder Bequemlichkeitsgründen in ihren Alltag. Babyübersetzer. Ein weinendes Baby kann viele Sorgen haben. Wie wäre es, wenn es eine Maschine gäbe, die genau sagen könnte, was es braucht? In einer Folge der Serie bittet Homers Halbbruder Herb um Geld für seine neueste Erfindung. Ein Gerät, das Babygeräusche in verständliche Sprache übersetzt. Damals war die Idee eines Babyübersetzers Science Fiction, aber heute wird sie langsam Realität. Dank neuer Technologie und künstlicher Intelligenz arbeiten mehrere Unternehmen an ähnlichen Tools. Angeblich werden diese Geräte in der Lage sein, zwischen verschiedenen Arten des Weinens zu unterscheiden, ob Hunger oder eine volle Windel. Frisch gebackene Eltern haben oft Schwierigkeiten zu verstehen, was ihr Baby will. Daher könnte ein Babyübersetzer das Leben wirklich erleichtern, Stress abbauen und Eltern helfen, eine engere Bindung zu ihren Kindern aufzubauen. Wir sind zwar noch nicht ganz so weit, aber die Technologie bewegt sich in diese Richtung. Nuklearkatastrophe. Manchmal nimmt die Komödie eine viel ernstere Wendung. Die Simpsons haben uns bereits gezeigt, wie eine Atomkatastrophe aussehen könnte. In der Folge Homer der Große machten die Simpsons einen bemerkenswerten Witz über eine geplante nukleare Operation einer Geheimgesellschaft. In einer anderen Folge zeigten sie die Zeit nach einer nuklearen Apokalypse. Ein großer Teil von Springfield ist zerstört, die Gebäude liegen in Trümmern und Homer ist der einzige Überlebende. Eine Nuklearkatastrophe ist nichts, was sich irgendjemand vorstellen möchte. Der Schaden wäre gewaltig und könnte das Leben auf der Erde für immer verändern. Aufgrund der hohen Spannungen und anhaltenden Konflikte in verschiedenen Teilen der Welt äußern viele Experten ihre Besorgnis. Schon ein kleiner Fehler könnte zu einer Katastrophe führen. Die Simpsons mögen Witze machen, aber die Frage bleibt, könnte so etwas wirklich passieren? Die meisten Menschen hoffen, dass diese Vorhersage in der Welt der Zeichentrickfilme bleibt. Gehirnimplantate. Wie wäre es, wenn Sie Nachrichten mit Ihren Gedanken verschicken könnten? Anfang 2024 implantierte Elon Musks Unternehmen Neuralink zum ersten Mal einen Chip in ein menschliches Gehirn. Ziel ist es, gelähmten Patienten zu helfen, Geräte allein mit ihren Gedanken zu steuern. Doch diese Technologie weckt auch Ängste, besonders wenn sie in die falschen Hände gerät. Neuralink sagt, dass diese Chips bis 2027 auf breiterer Basis eingesetzt werden könnten. Die Simpsons griffen dieses Thema bereits in der 23. Staffel auf. In der Folge erhält Homer eine Nachricht direkt über sein Gehirn. Doch die Nachricht enthält einen Virus und Homer erleidet furchtbare Schmerzen. Computer haben seit Jahren mit Viren zu kämpfen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten dieselben Probleme in Ihrem eigenen Kopf. Wenn Gehirnimplantate Realität werden, könnten die Risiken die Vorteile bald überschatten. Die eigentliche Frage ist, werden wir bereit sein, wenn die Zukunft endlich da ist? Das war noch nicht alles. Für Teil 3 Video liken, Kanal abonnieren